Ey, yo Leute, was geht? Bei uns auf dem PlayersHUB Discord, den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Im Reaction-Vorschläge-Channel wurde mir dieses Video hier von Voyboy gezeigt. Ich wurde gestern im Stream drauf angesprochen und ich habe das Video vor, ich glaube es ist vor 3-4 Tagen oder so rausgekommen, habe ich es mir auch mal angesehen. Und genau über dieses Video werden wir heute auch reden. Es sind auch Sachen, die ich öfters anspreche. Es ist auch zum Glück eine Sache, die wir auch gerade etwas häufiger in der Community sehen. Ja, auch wenn wir gerade auch auf Reddit drauf gehen, sind da ganz viele Posts gerade darüber, was ich super finde, Leute. Ein Moment, Smurfing ist ein Problem. Solo-Queue-Kultur und so weiter und so fort. Hier, wenn Riot nicht lieber Buster fixt, und so eine Scheiße. Riot schaut sich nicht selbst die Reports an, die durchgeschickt werden. Ich stimme Voyboys zu, bla 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 und so weiter. Dann Riot Antwort auf Voyboys. Also es gibt gerade ganz, ganz viel Kacke, wo die Leute wirklich darüber reden. Ja? Und ich finde es gut, dass es jetzt quasi komplett durchgespammt wird. Ja, Leute, es geht mir auf den Sack. Leute, ich habe schon so oft versucht, dieses Thema anzusprechen. Ich sehe mich jetzt nicht als Messias an oder sowas, ja, aber einfach nur, um es klar zu machen, yo Leute, Solo Queue ist gerade einfach Kacke. Ich spiele ungerne League. Leute, ich beschäftige mich gerne mit League, ich spiele es ungerne. Warum? Ich finde das Spiel cool, aber wenn einer schon keinen Bock mehr hat, ist mein Spiel eh zu Ende. So, wofür überhaupt versuchen? Es gab auch noch mal eine Antwort von Riot hier, oder von einem Riotler, und zwar hier von Cactopus. Hier steht quasi drin, dass Meddler ein Quick Gameplay Thoughts machen wird. Hier am Freitag. Und dort wird das Ganze dann nochmal angesprochen und richtig angegangen oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das leere Worte sind. Ich habe da schon so oft von Raid was dazu gehört. Ob es dann jetzt passiert, sei jetzt mal dahingestellt. Aber hey, hoffentlich wird sich jetzt wirklich was ändern. Und ich würde sagen, lass uns eben einmal kurz ins Video reingehen. Ich habe mich schon mal vorgespult. In der ersten Minute stellt er sich nur vor. Leute, ich mach's ganz schnell. Das ist Voyboy. Voyboy spielt seit Season 1 oder so. Er ist Pro-Player seit Season 2. Und seitdem es League gibt, zockt er halt das Game durch und er ist Fulltime-Streamer. Ja, das ist so. Und er kommt aus NA, falls es für euch relevant ist. Lass uns mal kurz reingehen. Regarding, the state of our league, or our game that we all know and love so much. Essentially, if you guys have been playing League or paying attention, there's a lot of problems, right? The game's not perfect, but regardless of like balance or metas or stuff like that, the state of the community and the player base has gotten progressively worse over time. And Leute, ich spiele auch seit Season 1. Also Toxicity gab es immer in League. Das ist die Natur des Games, sage ich mal. So, man muss die ganze Zeit mit irgendwelchen Randoms spielen, also Randoms im Sinne von mit Leuten, die man nicht kennt. Da hatte eine vielleicht eine Kack-Losing-Streak und ist jetzt schnell getiltet und so weiter und so fort. Das gab es schon immer. Aber es ist immer schlimmer geworden, je länger es ging. Und ich finde nach Gefühl, ab Season 5 oder 6 ging's so richtig bergauf. Ja, okay, das war vielleicht eine etwas falsche Handbewegung, ja. Davor gab's Int-Listen und sowas. Aber nicht so häufig. Leute, gefühlt ist in jedem zweiten Game oder so, ja, wobei, gefühlt ist jede vierte oder fünfte Game ein Game, wo ich sage, ey, ich habe gerne League gespielt. Egal, ob ich gewonnen oder ob ich verloren habe, jeder hat sein Bestes gegeben. Ey, ich habe gerne League gespielt. I know this for a fact. I obviously don't work at Riot. I don't have the statistics, the numbers to back it up. But I think you can ask almost anyone, and you will get a resounding agreement that the player base has become more toxic, a lot more griefers, a lot more people just like straight up running it down, inting games, going AFK because someone annoyed them or whatever, even regardless of a reason. And this has just been getting worse and worse and worse every. Leute, wenn ihr dem zustimmt, gebt diesem Video ein Like. Ich schwöre es euch, also gerade auch bei Coachings und so, ne, höre ich das ganz oft. Wenn ich dann einen Supporter mal da habe oder einen Jungler und ich sage, ey, push die Lane raus. Und es ist ein guter Move, nicht von wegen Claudi Last oder so, wenn man das als Supporter pusht, aber grundlegend push die Wave raus. Ja, Silphi, dann geht mir ADC aber AFK. Hä? Du pushst die Lane raus, damit er einen guten Reset hat und er geht AFK oder was? Und dann gibt es ganz viele, die Angst davor haben, Sachen zu machen, obwohl sie korrekt werden, weil jemand tatsächlich AFK gehen würde. Und da würde eh nichts passieren. Every year, and I think there's a lot of reasons a lot of factors that have contributed to this over time. But speaking from my personal experience, as someone who's been basically streaming League full time at the challenger level, and playing this game, thinking about it all day, all the time, I have basically had the worst experience of my life in the last 10 years of playing League. In the last like 5 months of season 10, in 2018, I actually went down to Riot HQ. Hierzu will ich eins mal mit dazufügen. Also ich bin der Meinung, es ist, also
er sagt jetzt seine persönliche Erfahrung, ich sage jetzt meine persönliche Erfahrung, ich spiele auch auf EOS, das ist nochmal ein anderer Server. Meiner Meinung nach ist es seit 1,5 bis 2 Jahren so. Also so kacke fand ich League noch nie. Ich hatte immer mal so einen kleinen, ich sag mal, Mental Breakdown, wo ich dann gar keinen Bock mehr hatte, aber ich glaube, das hat jeder von uns. Aber meiner Meinung nach sind es seit 1,5 oder 2 Jahren so. Und ich habe ja auch diese Videos gemacht. LOL ist scheiße wegen irgendwas. Die Leute wurden gepunished. Ich habe immer einen Tag danach so ein Instant Feedback Report oder so bekommen, wo ich mir dann aber auch denke, warum muss ich da hinterherlaufen? Warum muss ich da hinterherlaufen? Ist es nicht Riots Job, sich darum zu kümmern? Da sind Leute in meinen Games, die sagen, ey, ich laufe jetzt runter oder ey, ich gehe AFK. Die zocken immer noch weiter. Leute, das war vor 2, 3, 4 Jahren, da habe ich mal einen Bann bekommen für 2 Wochen. Oder nee, es war eine Chat Restriction. Es war eine Chat Restriction. Das war auch, bevor ich nach Russland transferiert habe, um mein Honor-Level wieder zu bekommen. Und zwar folgendes. Da war einer in meinem Game, ein Xerath, der ist von Anfang an runtergelaufen. Der war nicht AFK oder so, der wurde auch nicht outplayed. Der ist in den gegnerischen Turm reingelaufen, ab dem Moment, wo er laufen konnte. Und da habe ich halt einen Spruch gemacht, okay, jetzt kann man darüber sagen, ey, yo, Silphi, das hättest du jetzt nicht machen müssen oder so. Sei jetzt mal dahingestellt, ich habe die Strafe auch angenommen, ich kann es irgendwo verstehen. Ey, deine Gegner, wir sind hier nicht in Afrika, deine Gegner hungern nicht. So, jetzt kann einer sagen, boah, Silphi, voll krass, wie kannst du sowas sagen und so weiter. Ich wurde dafür gepunished, fein, ich habe Chat Restrictions bekommen. Sage ich nichts gegen. Der Typ durfte weiter zocken. Leute, der ist 5-mal in den gegnerischen Turm reingelaufen, ist dann AFK gegangen, der durfte noch weiter zocken. Was soll der Kack? So, hä? And I was talking to them about how the player base was getting progressively more, irritated, toxic, a lot more griefers, a lot more people just running it down into games. And I was worried that if this continued, if the status quo was maintained and Riot didn't do anything serious to address these issues, that it was just going to get worse. 2019, Season 9, it actually did get worse. I used to say last year that this is like the worst state the league has been in a long time. And Season 10, the last like 5 months of trying to play this game all day and stream it all the time, I have had absolutely the most miserable, worst experience of my life. And I'm not the only one. I've talked to a lot of streamers, a lot of pros. Almost everyone is agreeing with me. From my personal experiences, I basically have had like months and months of just trying to stream and just getting grief, target inted, people stream sniping me, ghosting my games, jumping on my team, like waiting, like trying to like make sure they manipulate the lobbies to get on my team so they can run it down, like playing AP Graves, like AP Zed, like making fun of me like the tech. And the thing is, I know a lot. League wird, also ich weiß gar nicht, wann die letzte Meta war, wo Late Game relevant war, wo man wirklich ins Late Game gekommen ist. League ist immer schneller geworden nach den ganzen Jahren. Ich glaube, auch wieder ab Season 5 oder 6 hat es angefangen, ein wirklich sehr schnelles Spiel zu werden. Und je schneller League als Spiel wird, desto toxischer sind die Leute, denn desto früher geben sie auf. Leute, wer kennt's nicht? Ihr seid 5 Minuten in-game, es steht 0-2, jemand sagt, ey, FF, ey, go next. Da steht einer einmal, go next. Weil das Spiel schneller ist, weil Early-Fehler schlimmer sind. Da haben die meisten Leute auch keinen Bock drauf. Finde ich jetzt, also es kommt jetzt so rüber, als würde ich das verteidigen oder so. Versteht mich da nicht falsch. Das ist auch eine Sache, die dazu beiträgt, ja, sehr Snowball-lastige Games. Da kann ein 2-0 schon ausreichen und das Game kann irgendwo zu Ende sein, ja. Gerade auch gegen diese ganzen Assassins in der Midlane. Leute, wenn Tana mal Early Ahead kommt, der Gedrone tötet jeden. Wenn Katharina genau dieselbe Scheiße. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Champions da das Problem sind. Es geht eher um dieses Prinzip an sich. Wisst ihr, was ich meine? Dann auch nochmal diese Sache mit Streamern, die er anspricht. Leute, Tyler One ist mit Riot irgendwie in Partnerschaft oder so. Ich weiß ja nicht, welches Wort ich da benutzen soll. Der muss bei deren Events mit dabei sein. Riot promotet also jemanden, der immer noch toxic ist. Und Leute, jetzt kommt mir nicht mit fucking Reformed an oder sowas. Es gibt mehr als genug Videos, die immer noch zeigen, dass Tyler in Games Rage quittet und so weiter. Ja, oder dass er sehr toxisch den Leuten gegenüber ist. So, was soll man da erwarten? Dass die Leute jetzt Voyboy ghosten und Q-snipen und dann runterlaufen im Stream und so. Ich glaube, das wird niemals weggehen, wenn ich ehrlich sein soll. Es gibt immer Leute, die das cool finden. Ich hatte gestern im Stream auch zum Beispiel einen Ghoster. Ja, finde ich kacke, aber was soll Riot dagegen machen? Also, ob jemand ghostet, ist ja nur etwas, was ich mir denken kann. Ob es jetzt so ist oder nicht, I don't know. A lot of people don't care about like my experiences, right? But the reason that I'm talking about it is because it's
a representation of how the general player base perceives and treats ranked solo queue and League of Legends, right? Like, if I'm streaming with 10K viewers and this guy intentionally gets on my team and, you know, he soft insta the game, or he griefs from champion select, or, you know, he's obviously trolling, everyone sees this, everyone that's watching the stream, everyone in the game, everyone's affected by this. In a small scale of things, you know, it's, oh, okay, it's a free loss, like everyone has troll games, everyone has like AFK or stuff like that. But the thing is, it's been happening so consistently, from my experiences and a lot of other streamers, like the last, like, you know, 5 months, where people are doing this in our games and there's no punishment, there's no point of view in reporting people because Riot won't ban them. No one is scared of getting in trouble, no one is scared of getting banned, no one is scared of, you know, being barred from solo queue, because Riot has really made it clear through their actions, through their lack of, you know, vocalization on these points, on these matters, on the growing problems that the player base has been experiencing, that I've been experiencing, that so many other people have been experiencing, that they don't really care. Like, if they did. Jetzt eine Sache wichtig, viele denken immer, oh, er will nur Streamer-Bonus haben und so weiter. Das höre ich auch irgendwie voll oft, wenn ich ich wurde einmal gebannt für 2 Wochen, weil ich das Wort Schwuchtel, ich habe Faggot geschrieben, ja. Und zwar, damit ihr mal kurz Kontext habt, ich hab ein Normal Game gespielt, der gegnerische Jungler, ich habe den voll abgefahren, er hat gesagt, ich spiele wie Faggot. Und dann habe ich nur gefragt, wie spielt denn Faggot? Ja, ich habe quasi sein Wort benutzt, um ihn halt gegenzufragen, hä, wie spielt denn eine Schwuchtel quasi? Und ich habe das Wort nicht einmal in einem beleidigenden Sinne irgendwie benutzt oder so. Und ich wurde gebannt, weil ich dieses Wort geschrieben habe. Und er nicht. Habe ich bei Riot Support einen Ticket geschrieben, habe gefragt, hä, wofür habe ich denn jetzt einen Bann bekommen? Was habe ich denn Schlimmes gesagt? Ja, das war das einzig schlimme Wort, was ich benutzt habe. Ich habe gar nichts in den Chat geschrieben, außer ab dem Moment, oder ich glaube, ich habe fast nicht in den Chat geschrieben, aber das war auf jeden Fall das Triggerwort, ja. Da musste ich mit dem Support rumschreiben, dass ich entbannt werde. Und es war nicht einfach, ich schreibe einfach einmal und fertig. Nee, Leute, ich musste herumdiskutieren, warum das so ist. Ja, und da dachten einige, oh, Silphi, du hast Streamer-YouTuber-Bonus von Riot bekommen, deswegen haben sie dich entbannt. Und nicht, weil dieser Bann nicht gerechtfertigt war, ja. Irgendwo habe ich noch ein Video davon auf YouTube, ich weiß aber nicht mehr, wie das wirklich heißt. Und jetzt ist die Sache, es ist gut, Streamern bei sowas einen Streamer-Bonus zu geben, oder YouTubern oder was weiß ich auch. Denn Leute, denkt mal darüber nach. Voyboy, ich weiß nicht, ob Voyboy 10.000 Viewer hat, aber gehen wir davon aus, er hat 10.000 Viewer. Da läuft ihn jemand runter und dieser Typ wird nicht gebannt. Jetzt sind 10.000 Leute, ey, ich kann auch bei ihm inten, und auch wenn es nur 1% so denkt, ja, dann sind wir auch schon bei 100 Leuten. Ey, ich kann bei ihm inten. Ich werde nicht dafür gebannt, juckt Riot eh nicht. Und dann denken sich die anderen 99% der Leute, ey, scheiße, Mann. Digga, wenn mich jemand intet, kann ich eh nichts dagegen tun. Und juckt Riot auch nicht. Did care, they would have done something by now. They would have addressed these problems as they've been mounting, as they've been snowballing, as they've been building up over the last, you know, few years, and until to the point now where I truly believe it's hit a critical mass where the player base is upset, frustrated. There are people who just, you know, don't care, run into games, grief it down, run, like, troll people, get revenge, like, and unless you type a bad word, unless you actually type something where an automated filter catches you saying a bigoted word or being offensive, you're not going to get in trouble. 99.9% people that have griefed my games this season, I've played with them again, I've seen them again, they never get banned, I see them on their accounts playing games. Like, it's so trolled that people have no fear of just completely ruining the player experience for ranked solo queue, even at like a challenger level, right? And they don't have to fear the consequences. And, you know, like I said, I know a lot of people don't care about my experiences, about streamers' experiences, but the thing is, if people can do this in front of, like, you know, an audience and see that there's nothing being done, if every person complains about it, if Tyler, if me, if all the streamers, all the pro players are saying that solo queue is in such a bad state and people are just running rampant and terrorizing and holding games hostage all the time, then how does the average player feel? How does the average player feel in their games when they know that someone can do that and not get in trouble? And the people who are, you know, pretty malicious and are ruining the games and the experiences for other players are never, you know, facing any consequences, right? Hier eine Sache, NA ist schlimmer als EU, also ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich kann es mir tatsächlich denken. Warum, Leute? Jetzt aus einer rein High-Elo-Perspektive. Ich weiß nicht, wie es da wirklich in den loweren Elos aussieht. Ihr könnt das natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. Die EU-Solo-Queue ab Master, vielleicht sogar auch ab Dia 1 Plus, ja, sagt's wie ihr wollt. EU ist sehr voll mit Ligen, ja, mit Nationalligen. Wir haben zum Beispiel wie heißt es immer?
Die Engländer haben ihre eine, die Polen haben eine, die Deutschen, die Spanier. Haben die Franzosen auch eine? I don't know. Weiß ich nicht. Da gibt es mehrere Ligen. Ja. Dann haben wir auch noch mal sowas wie die LEC, Academy Teams. Ja, wir haben Academy Teams und wir haben die LEC und dann gibt es auch so mehrere kleinere Events. Da ist dein Ruf wichtig. Da ist es wichtig, was die Leute von dir denken. Das heißt also, wir haben, ich sag jetzt mal eine spontane Nummer, wir in EU haben 200 Pro-Player, also richtige Pros und Semi-Pros, ja. Währenddessen in NA, die haben vergleichsweise weniger, weil sie sowas wie Regionalligen nicht haben. Das heißt, bei uns ist es schwieriger, jemanden zu finden, der tatsächlich runterläuft, weil die Leute wirklich practicen wollen, sie wollen improven und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie komplett sicher sind. NA im Vergleich besteht aus, ich finde immer, NA ist wie RTL, Leute. Wenn ich mir mal einen NA-Streamer ansehe, nach 2, 3 Games habe ich direkt das Gefühl, ich schaue mir RTL an. Da kommt es nur darauf an, dass du irgendwelche flashy Plays machst, dass irgendjemand sagt, oh, PogChamp in den Chat rein oder so. Oder Cappuccino, was weiß ich auch. Und dann laufen da die Leute die Games runter. Jeder ist ein One-Trick. Ist jetzt rein meine Erfahrung mit dem NA-Server, ja. Ob es wirklich so ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber NA ist vielleicht zu EU schlimmer. Ich will aber, wie gesagt, nicht sagen, dass EU komplett fein ist. It's a really big problem, and I think enough is enough. I had stayed silent. I had not really said anything really publicly besides, like, you know, venting on stream and complaining and talking to other people, other streamers, other pros in private for the last few years. But at the same time, like, I just feel like if no one says anything, if I don't say anything, if I don't try to use my platform to at least vocalize these concerns, you know, how much longer? Like, do we have to deal with whole season 10 of this behavior of Riot staying silent, of people saying, well, you can't fix the community, it's just, you know, some bad seeds, like there's nothing that can be done. That's escaping the issue, that's shifting the blame, that's not how we should approach things. Jetzt, wo er gerade Riot erwähnt hat, soll ich euch sagen, was ich wirklich glaube, Leute? Wie gesagt, ich spiele League seit Season 1. Seit mehreren Jahren ist Riot weitaus mehr greedy geworden. Klar, Riot ist eine Firma, Riot muss Geld verdienen und so weiter. Aber es ist immer wichtig, die Grenze zu finden zwischen ich will Geld verdienen und ich bin immer noch eine gute Firma, Leute. Ich habe vor längerer Zeit aufgehört, mir Skins oder sowas zu kaufen. Warum? Die RP-Preise sind, wenn ich mich nicht irre, zweimal in EU höher gegangen. Ich habe mal diesen Battle Pass gekauft, kaufe ich mir mittlerweile auch nicht mehr. Es gibt ganz viele, früher habt ihr einen Rahmen bekommen für einen Skin, also im Loading Screen, wenn ihr euch diesen Skin irgendwie innerhalb der ersten Woche geholt habt, wo der Champion released worden ist. Jetzt müsst ihr ihn euch extra in einem Set kaufen, wo noch irgendein Kack-Icon mit dabei ist, was ihr eh nicht wollt. Ja? Und ich kann mir denken, dass Leute zu sagen, ey, wenn ich die Leute banne, könnte es sein, dass sie nie wieder kommen und kein Geld ausgeben. Deswegen bannen sie die Leute nicht wirklich. Reine Vermutung. Also ob es jetzt so ist oder nicht, kann ich euch nicht sagen. I think almost everyone can agree that there is a problem with the league, there is a problem with solo queue, there is a problem with the state of the player base and ranked and people's attitudes and mentality to the game. There's no respect for other players, there's no respect for the game, there's no fear of getting banned. These things need to change. Back in my day, people had respect for league. People never trolled games at this rate. People got in trouble when they did it, and people actually cared and loved the game and showed it in the way they played and the way they behaved when they were playing League of Legends, the game that I love so much, that is literally my life, that my passion, my blood, and so many other people I know out there that are watching this or agree. You know, if you guys feel the same way, please say something, step up, you know, share this video with your friends or Riot or anyone that can listen, and let's just please try to get something to be done. Whether it's, you know, Riot reworking their punishment system, putting out new guidelines, you know, implementing different methods of detecting people or monitoring, you know, high elo solo queue or even lower levels, and creating a system. Like, there has to be a solution, right? Like, ban people from ranked if they're inting games, if they're soft griefing. Like, if you don't want to ban their accounts, if you don't want to lose that clientele, just take them out of solo queue for, you know, a month, X amount of time. Leute aus dem Ranked zu bannen, hört sich so immer cool an, aber das hat Riot schon mal gemacht in Season 4, 5, 6, irgendwie so, dass du Ranked-Sperre bekommen konntest. Du musstest eine gewisse Menge in Normal Game spielen und gewinnen, damit du Ranked queuen konntest. Das Problem aber ist, da sind Leute in Normal Games reingegangen, haben dort getryhardet und waren toxisch, wenn die Leute nicht gewonnen haben. Das hat auch Normal Games toxisch gemacht. Das heißt, du hast das Problem einfach nur weggeschoben. Ja, das will ich nicht nochmal haben. So at least they can't ruin further games. Like, there has to be something that can be done. There has to be some sort of saving grace for the players, for the streamers, for the people like myself that, you know, just want to see League thrive and want it to be successful. And, you know,
another additional point, like if our solo queue is just getting so much worse and no one feels happy playing it, no one feels confident in the quality of our games, like how is our region, how is NA, how are other regions, how are people going to get better at the game when no one shows respect for the game and is trying to play at the highest level and, you know. Leute, kleiner Fun Fact aus Korea. Es gab damals das Honor-System. Du konntest Leute honern und wenn sie genug Honors bekommen haben, gab es da immer so einen Button, ja, im Loading Screen. Beziehungsweise auch in der Champ Select. Die Leute in Korea haben dieses System ausgenutzt und haben Leute gehonert, die toxic waren. Oder die geintet und getrollt haben. Die wurden dadurch gebrandmarkt. Damit jeder in der Lobby wusste, dass dieser Typ ein Spasti ist. Und man musste mehrere Honors bekommen, um überhaupt erst diesen Button zu kriegen. Das haben die voll schlau gemacht. It really sucks to go into a day of League of Legends, wait, you know, like 30 minutes for a game, get 5 dodges because people are dodging griefed lobbies or trying to avoid a troll or something like that, and then go into a game and someone AFKs or runs it down or is, you know, following me around playing AP Graves. Like, I just want something to be done. I want to see something different. I want some change. And this was my idea of trying to start something. So hopefully, if some of you guys feel where I'm coming from and want to see League in a better state and want to take back solo queue and have Riot actually do something proactive and change the system and take steps to make our game that we all know and love so much better for everyone, then please say something, do something. Riot, we're all asking you, we're all waiting. We just want to play League of Legends. We just want to have fun with the game again. We don't want to get grief. We don't want to get trolled. We don't want to have to be scared of, you know, people taking games hostage and completely ruining experience for everyone else in the game, everyone else watching the streams and playing, you know, at all levels of play, all this stuff. So that's all we're asking, man. Riot, please help us. Thanks. Und ich fand, das war ein echt gutes Video. Und nehmen uns diese Zeit und geben ihm hier ein Like, ja? 1 von vielen. Ich hoffe, ihr nehmt euch auch die Zeit dafür. Den Link werdet ihr dafür so oder so unten in die Beschreibung rein sehen. Ihr könnt wie immer eure Meinung dazu abgeben. Würde mich freuen. Aber yo, Leute, ich bin dann auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.